Also am Ende des Tages sind wir ein Team. Das heißt, jeder hat seine eigene Aufgabe, seinen eigenen Kundenkreis. Ich als Betreuer, Key Account Manager für die Managed Service Provider bin so ein bisschen das kleine gallische Dorf in diesem Team. Aber ich partizipiere sehr davon, dass die Kollegen aus dem Carrier-Bereich mir einfach ihre Kundensituation und Projektsituation schildern. Und im Umkehrschluss können die Kollegen einfach auch von meiner Arbeit lernen, weil ich einfach nicht nur den klassischen Carrier betreue, sondern wirklich eine Vielzahl von Managed Service Providern, wo jede Situation nochmal etwas spezieller und anders ist. Wir machen einmal die Woche einen Team-Call, wo wir uns nicht nur über Erfolge, sondern auch vermeintliche Misserfolge austauschen, um letztlich von den positiven wie auch von den negativen Dingen zu lernen. Und ich glaube, das macht unser Team speziell am Ende des Tages mit jeder Woche noch ein bisschen stärker. Aus dem Vertrieb heraus hat man tatsächlich in fast jedem Unternehmensbereich der LANCOM eine Schnittstelle. Das heißt, ich pflege eine sehr starke Kommunikation mit den Kollegen aus dem Produktmanagement, weil die Kollegen einfach sehr stark davon profitieren können, was ich bei Partnern wie auch Endkunden an Informationen mitbekomme, wie sich unsere Produkte und Lösungen vielleicht in der Zukunft weiterentwickeln sollten. Am Ende des Tages muss ich aber auch unheimlich viel mit Marketing kommunizieren, was die Durchführung einer Hausmesse zum Beispiel betrifft. Ich habe aber auch einen sehr starken Draht in den Support natürlich hinein, weil jedes Projekt, jeder Kunde von mir irgendwann unweigerlich auch mal das Thema Support in Anspruch nehmen muss. Pre-Sales und so weiter und so fort. Eigentlich gibt es kaum einen Unternehmensbereich, mit dem ich nicht aktiv kommuniziere. Indem wir einfach wechselseitig Informationen austauschen. Das heißt, der Support unterstützt mich in vielleicht den ganz wichtigen Supportfällen. Dafür versuche ich die Partner noch viel mehr auf die offiziellen Supportwege und auch die Mittel wie Knowledge Base auch zur Selbsthilfe animiere. Auf der anderen Seite kann man halt sagen, dass gerade das Produktmanagement und die Entwicklung sehr stark davon profitiert, welches Feedback ich von den Partnern mitnehme. Andersrum profitiere ich natürlich davon, dass mir die Kollegen aus ihren Produktbereichen nochmal klar machen, wie sind die Produkte und Lösungen am Ende am besten zu platzieren. Und so passieren einfach, ich sag mal, in der Beratung und in der Kundensituation weniger Fehler. Man kann den Kunden noch viel mehr auf unsere USPs aufmerksam machen. Und so profitieren eigentlich alle Bereiche voneinander. Dass wir am Ende uns alle bewusst sind, dass die LANCOM ein kleines Rädchen in einem großen Markt ist, der aber gerade im Wandel ist. Das heißt, wir alle wissen, dass wir mit weniger Ressourcen viel mehr schaffen müssen. Und ich finde, es gibt bei der LANCOM einen sehr starken Zusammenhalt. Das heißt, ich erlebe selten die Situation, dass jemand für etwas nicht zuständig ist, sondern wir tauschen uns aus und versuchen einfach im Sinne der LANCOM für den Kunden eine passende Lösung zu bauen. Wenn ich ein LANCOM-Produkt wäre, dann wäre ich definitiv die LANCOM Management Cloud. Weil am Ende des Tages bin ich als Vertrieb für viele Themen zuständig. Also nicht nur, um beim Kunden Produkte zu platzieren und zu beraten und am Ende ein Angebot zu schreiben, sondern ich brauche tatsächlich in alle Unternehmensbereiche bei der LANCOM eine Schnittstelle und die bilde ich tatsächlich am Ende als LANCOM Management Cloud.